Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir haben bei unseren Ello die Ventile eingestellt und ich dachte mir, ich zeige euch heute mal, wie das geht. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes öffnen wir alle Ventildeckel. Übrigens muss das Gasgestänge auch abgebaut werden, weil es an den Ventildeckeln befestigt ist. Beim Ello werden die Zylinder von der Getriebeseite ausgezählt. Das heißt von hinten nach vorne. Hier habe ich euch die Nummern mal dran geschrieben. Beim Ello ist das Ventilspiel am Ein- und Auslassventil gleich. Und zwar beim Diesel 0,3 mm und bei Benziner 0,2. Wir haben natürlich einen Benziner. Deswegen stellen wir auf 0,2 mm. Es gibt viele Varianten, die Ventile einzustellen. Eine erklären wir euch jetzt. Als erstes stellen wir Zylinder 1 auf Überschneidung. Wie ihr vielleicht schon wisst, ist Überschneidung, wenn das Auslassventil noch nicht ganz zu ist und das Einlassventil schon leicht geöffnet ist. Auf der Position kann Zylinder 4 eingestellt werden. Wenn ihr das erledigt habt, stellt ihr Zylinder 2 auf Überschneidung. Jetzt könnt ihr Zylinder 3 einstellen. Dann natürlich Zylinder 3 auf Überschneidung stellen und Zylinder 2 einstellen. Am Ende Zylinder 4 auf Überschneidung stellen und Zylinder 1 einstellen. Zum Einstellen müsst ihr erst die großen Muttern lösen. An den Kipphebeln. Das sind Kontermuttern, die dafür sorgen, dass sich die Schrauben nicht verdrehen können. Dann müsst ihr die 0,2 mm Leere einführen. Zwischen das Ventil und den Kipphebel. Nicht vergessen, beim Diesel sind es 0,3. Jetzt könnt ihr mit der Schlitzschraube den Abstand einstellen. Dreht ihr sie nach rechts, also wie die Uhr läuft, wird der Abstand kleiner. Und nach links wird der Abstand größer. Dreht die so straff, dass die Leere zwischen Kipphebel und Ventil noch straff bewegt werden kann. Es darf nicht klappern und auch nicht klemmen. Man sagt da saugend dazu. Jetzt haltet die Schlitzschraube fest und zieht die Kontermutter mit den Schlüssel an, ohne dass sich die Schlitzschraube wieder verdreht. Sonst stimmt das Ventilspiel schon wieder nicht. Ist ein bisschen Übungssache. Jetzt könnt ihr uns mal zuschauen, wie wir das machen. Zylinder 1 auf Überschneidung. Zylinder 4 einstellen. Jetzt kommt Zylinder 2 auf Überschneidung. Und Zylinder 3 wird eingestellt. Zylinder 3 auf Überschneidung. Jetzt geht einer runter. Jetzt geht er hoch. Ja. Und jetzt geht der andere runter, oder? Nein, noch nicht. Doch? Ja. Ja, jetzt. Und Zylinder 2 einstellen. Hier hat Papa endlich mal nicht die Einstellerei verdeckt und man kann die Leere sehen. Hier seht ihr, wie er den Abstand prüft. Es muss straff gehen, aber nicht klemmen. Der hier ist zu locker und Papa muss nachstellen.
Jetzt als letztes kommt auf Zylinder 4 auf Überschneidung. Warte mal. Eigentlich sind wir doch jetzt beim 4., oder? Warte. Ja. Wir haben's. Und wir stellen Zylinder 1 ein. Jetzt können die Ventildeckel wieder drauf. Das Gasgestänge nicht vergessen. Aber wenn das fehlt, das merkt man ziemlich schnell. Papa schmiert das Gasgestänge gleich nochmal ab, wie ihr seht. Jetzt kommen noch ein paar Outtakes. Danke fürs Zuschauen und ciao. Wenn ihr... Dann... Okay, und... Schaut gerne... Oh nein, nochmal. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und ciao. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Oder unterstützt mich noch mehr mit einem Abo. Schaut gerne bei meinem Kumpel Philipp vorbei. Ich habe ihn natürlich unten in der Beschreibung verlinkt.